Es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einem neuen Video. Aber nicht nur das, nicht nur eine neue Challenge, nicht nur Bagel, sondern Weltrekordversuch. Das gehen wir heute an. Was es damit auf sich hat, seht ihr jetzt. Let's go! Meine Lieben, wir sind in der Düsseldorfer Altstadt, genauer gesagt am beliebten Karlsplatz. Was haben wir nicht schon hier gedreht? Denkt mal ran, die geile Steak Challenge mit Lifetime Pass bei Don Carne. Tatsächlich war es direkt am Karlsplatz und jetzt neu gibt es Bagel Boys in Düsseldorf. Die sind bekannt für Regenbogen-Bagels. Ich war mal in New York, auch da habe ich euch mal mitgenommen, bei Liberty Bagels für die bekannten Regenbogen-Bagels, die so viral gehen in New York, aber mittlerweile auch auf der ganzen Welt. Und Bagel Boys hat das Ganze jetzt nach Düsseldorf gebracht und will gleichzeitig einen Weltrekordversuch mit mir machen, 20 Kilo Bagel. Und da würde ich sagen, suchen wir jetzt die Verantwortlichen auf, denn auf die Challenge, auf die lasse ich mich ein. Der Trubel ist da, rein geht's. Und damit haben wir den Verantwortlichen aufgefunden, der schon seine Handschuhe anhat. Ich sag mal so, du bist schon ein Fan von den Videos oder ich von dir. Danke. Mein Lieber, der liebe Kai ist am Start. Da mache ich mal so mit der Faust. Was steht heute an? Wir haben einen mega Weltrekordversuch. Den größten Rainbow Bagel, der jemals gebacken wurde. Weltweit nicht nur 10 Kilo Bagelmasse, 10 Kilo Belag noch oben drauf. Wahrscheinlich sind wir über 20 Kilo. Über 20 Kilo Das Bagel. gab es weltweit noch nicht mal als Bagel Eat Challenge, schon gar nicht als Rainbow Eat Challenge. Weißt du, was maximal bisher war? Ich glaube 5 Kilo, 5, 6 Kilo. Mal eben vervierfacht, ne? Wer soll das Ganze essen, du? Also auch noch Glückwunsch an unsere Hausbäckerei, die da wirklich Großes vollbracht hat, so ein Ding überhaupt zu machen, dass das durchbäckt, dass da alle Farben rauskommen. Für uns gerade auch schon, wir haben es so aufgeschnitten. Ja Leute, also ich habe es gerade schon mal gesehen. Wir zeigen euch ein bisschen was, wie es aufgeschnitten wird, wie bunt das Ganze ist. Ich habe es auch den Leuten gerade auch schon erwähnt. Ich war hier in New York bei Liberty Bagels, ne, wo es ja jetzt ein bisschen herkommt. Genau. Dieser Regenbogen-Bagel, der Hype ist riesig da. Und ich freue mich, dass ihr jetzt in Düsseldorf dabei seid. Ja, danke dir. Und da habt ihr euch ja gleich überlegt, ne, ey, lasst uns doch gleich das Ganze nicht nur als Weltrekordversuch, sondern als Challenge mitmachen. Genau. Ne? Was ist denn die Challenge? Ja, die Challenge ist, weil 20 Kilo ist ja unfassbar. Ja, wir haben gesagt, okay, das wollen wir teilen in 7 Stück. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass 7 eine Glückszahl sein soll. Ist tatsächlich richtig, ja. Und wir werden das in 7 Bestseller machen. Wir werden Pastrami haben, wir werden Lachs haben, wir werden Avocado haben mit Tuna, wir werden Tomate, Mozzarella haben. Also 7 Toppings von euch? 7 Toppings von uns. Okay. Bis hin nachher zu einem geilen Cheat Boy, wo dann richtig schön Nutella drauf ist und Erdnussbutter und Banane. Und jeweils 10 Minuten Zeit hast du, mein Lieber. Für so ein Riesenstück, das sind schon wahrscheinlich jedes Mal für sich ein Stück von 20, 30 normalen Bagel, die du verzehren musst. Und 10 Minuten musst du das schaffen, mein Lieber. Also 70 für alles. 70 für alles. Also sehr, sehr realistisch so für die Challenge, sage ich mal jetzt in dem Sinne. Aber Du liebst ja Challenges, habe ich gehört. ja, ich liebe Challenges. Mittlerweile denke ich mir so, ob nicht die Challenges immer größer werden oder ich immer größer werde. Aber geil. Also ich sag mal so, ich freue mich einfach mal auf einen geilen Bagel. Ja. Die habe ich auch schon ewig nicht mehr gegessen. Ich weiß gar nicht, ob es nicht tatsächlich sogar das letzte Mal New York war. Ich weiß es nicht. Er würde dich daran erinnern. Aber 7 verschiedene Toppings, 10 Minuten. Ja. Wenn einer schafft, dann du. Was ist denn, wenn ich es schaffe? Ja, wenn ich schaffe, dann kriegst du auf jeden Fall hier bei uns ein Leben lang Rainbow Bagel umsonst. Du kannst immer kommen, egal welchen Belag, kommst bei uns vorbei und haust dir den Rainbow Bagel rein. Das nehme ich an, du. Ich weiß zwar nicht, ob ich nach 20 Kilo Bagel, soll ich das schaffen da, du. Ob ich dann noch Bock habe auf einen Bagel, aber ich glaube spätestens nächstes Jahr oder ein paar Tage später habe ich wieder Bock darauf, Kai. Ich hab Bock. Da freue ich mich. Eine krasse Challenge, 20 Kilo. Wir schauen mal, wie das Ganze endet. Vor allem, wie das Ganze aussieht. Darauf freue ich mich jetzt am meisten. Lass uns reingehen. Der Trubel ist groß. Ja. Let's go. Let's go. Damit das ist alles angerichtet. Und das Einzige, was ich euch jetzt schon mal sagen kann, wir haben nicht nur eine 10 Kilo Rohmasse vom Bagel, sondern wir haben, was du gerade schon gesagt hast, wahrscheinlich nicht nur 20, sondern Insgesamt sind wir nachher auf 25 Kilo wahrscheinlich. 25. Die Masse alleine sind nochmal 10 bis 15 Kilo. ja. Also Leute, damit haben wir den Weltrekord nicht nur getoppt, sondern ich sag mal gesmashed, kann man schon fast sagen. 25 Kilo Bagel aufwärts und das Kunstwerk war ja gerade schon, ne? Wie gesagt, es sind so viele von der Presse, Zuschauer heute hier. Vielen Dank. Also genau, vielen, vielen Dank dafür. Der Weltrekordversuch ist damit schon mal geglückt, einen so großen Rainbow Bagel zu kreieren. Ja. Und es war gerade wirklich, ihr habt es ja in den Videos oder seht es jetzt gerade, es steht
wie schwierig das war, jetzt auch den rüberzubringen. Ne? Er ist nicht gebrochen, er ist in einem Stück geblieben. Das heißt, wir haben es wirklich geschafft. Deswegen da schon mal die Challenge an dich. Danke. Du bist schon außer Atem, obwohl die Challenge noch gar nicht angefangen hat. Ne? Ich sag mal so. Und ja, ich sag mal 25 Kilo, das nehmen wir uns jetzt mal vor. Ihr seht es im Hintergrund, Kai hat mir die Aufgabe gegeben, 70 Minuten dafür Zeit zu lassen. Ich habe 10 Minuten pro Topping. Ihr seht jetzt das Ganze hier. Wir haben jetzt hier einmal Pastrami, wir haben jetzt hier zum Beispiel einmal Ei Bacon. Wir gehen, ich sag mal, alle 10 Minuten darauf ein. Ja. Vorne kommen wir dann zum, ich sag mal, zum süßen Abschluss schon. Süß. Zum sogenannten Cheat Boy mit Banane, Peanut und was weiß ich. Also meine Lieben, ich würde sagen, du bist ready. Auf geht's in die legendäre Bagel Boys Challenge. 25 Kilo Bagel, Weltrekord, 70 Minuten haben wir Zeit. Let's go. Good. Meine Lieben, ich möchte euch den Partner des heutigen Videos vorstellen und zwar ist es Holy. Ich glaube, viele von euch kennen Holy oder haben das Ganze schon probiert. Wenn nicht, dann möchte ich euch heute mal kurz was auf dem Weg mitgeben, warum sich Holy für mich oder für euch definitiv lohnen kann. Das Starter-Set Deluxe, was wir zum Beispiel hier haben, einmal Hydration, Elektrolyte bekommen könnt, dann natürlich einmal Milkshake und natürlich der weltbekannte Holy Energy Drink. Die Eistee-Variante ist schon leer, die haben nämlich auch die Mitarbeiter ganz gut genossen. Einen Shaker mit dabei und schon habt ihr euer Starter-Set für Holy. Wer aber noch einen Schritt weiter gehen will, da kommen wir jetzt hierzu oder, wie ich ganz gerne auch sage, zu dem, was bei mir schon wieder leer gegangen ist. Und zwar wisst ihr es, dass mein Körper, meine Challenges, mein Alltag sehr, 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 sehr anstrengend für Körper und Geist ist und ich deswegen mittlerweile auf Holy jeden Tag vor allem Elektrolyte setze. Und das Besondere daran ist, dass ich nicht nur die Elektrolyte schnabuliere mit einem Shaker, sondern das Ganze richtig ernst nehme, denn auch geschmacklich könnte das nächste Level von Holy sein. Mein Lieblingsgeschmack Lemon ist leider schon leer, wie ihr gesehen habt, aber alles, was Holy in, ich sag mal, sauren Früchtenvariante hat, wie jetzt auch hier Ananas, ist für mich gerade, wenn ich in der Fastenzeit mal was Süßes brauche, vor allem abends, einen Genuss. Und zwar nehme ich das Ganze so, denn das schmeckt wirklich geil. Das ist so ein süß, säuerlicher Geschmack, deswegen feiere ich diese Holy. Sauren Früchtesachen, die wie gesagt, wenn ich jetzt wie heute oder sonst meinen Fastentage mal nichts esse, einfach am Ende des Tages, bevor ich ins Bett gehe, bevor ich schlafen gehe, meine Elektrolyte auffülle und trotzdem einen geilen Geschmack habe, ohne schlechtes Gewissen, ohne Zuckerzusätze. Wir kommen dann natürlich jetzt auch zu allen, die das Ganze klassisch genießen wollen. Zum Beispiel mit einem geilen Energy Drink, der auch bei mir Ende des Tages mal, wenn ich komplett durch bin, aber trotzdem noch zum Sport gehen muss, natürlich mit dem Holy Energy Drink, ohne Zucker, aber trotzdem mit der ordentlichen Energy da ist. Aber gleichzeitig der andere Genuss, ein geiler Milkshake, natürlich auch als Dessert oder Abschluss nach einem geilen Essen. Auch das hat Holy zu bieten. Nehmen wir da einfach mal eine Geschmacksvariante. Banane, rein da, schön ein bisschen Banane rein. Holy Shaker, zum Wohl. Und ich sag euch ganz ehrlich, vor allem der Milkshake im Sommer, muss ja nicht unbedingt mit Wasser sein, aber das mit Milch, stellt euch das vor in den Kühlschrank oder ganz kurz im Eisfach, leicht angetaut, angefroren. Meine Lieben, Holy, der heutige Partner, gönnt euch Starter Deluxe Pack. Vor allem mit meinem Code BIGM spart ihr jetzt auf alles 10% auf das ganze Holy Sortiment. Gönnt euch, meine Lieben. Alles Weitere findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Ich gönne mir jetzt nochmal den ordentlichen Shake, vor allem eine ordentliche Portion Holy Energy, denn meine zweite Trainingseinheit steht an. Let's go und viel Spaß weiter mit dem heutigen Video. Du hast die Ehre, mit dem Pastrami-Sandwich anzufangen. Okay. Pastrami ist das Besondere. Wir haben da wirklich eine Metzgerei des Vertrauens gefunden, die den tagelang für uns pökelt und gart, damit der wirklich was ganz Besonderes und... Boah, Pastrami sogar mit Ei? Wir haben Pastrami noch mit 3 verschiedenen Käsesorten überbacken nachher. Ach du Scheiße. Dass du nochmal richtiges Geschmackserlebnis bekommst. Und dabei ist noch Krautsalat und Sauerkraut und Gurken. Ach, das ist Käse überbacken? Ach so. Ich dachte schon, das wäre irgendwie so Ei oder so. Guck mal, das ist ein Stück, mein Lieber. Das entspricht wahrscheinlich schon fast 20 Bagels? 20 normalen Bagels. Guck dir das mal an. Schaut es euch an! Der XXXL Bagel. Das ist gerade mal ein Stück. Wahnsinn. Es ist so groß wie mein Kopf. Dass du keinen Hunger bekommst, so nah dir normalen Bagel. Ich bin ein bisschen neidisch. Alter, Halleluja, meine Lieben. Aber die Zeit läuft. Darf ich rein ins erste Auf Stück? geht's los. Auf geht's ins erste Stück Bagel. Guten Appetit. Wahnsinn. Scheiße, ist das heftig. Boah! Aber schmeckt brutal. Geil.
Boah, schmeckt das krass. Ja, ne? Oder? Boah, schmeckt das krass, Leute. Alles, was übrig bleibt, kriegt ihr aber. Also, die Leute schreien, sie wollen auch schon was. Boah, schmeckt so krass nach Käse, so krass nach dieser creamy Creme. Also wirklich geisteskrank. Boah, ich bin neidisch. Aber ihr kriegt was ab nachher, ihr Lieben. Real Talk, Leute, wenn man überlegt, das sind 7 Stücke, die ich jetzt gleich bekomme. Ich glaube, jedes Stück wiegt schon an sich seine 5 Kilo. Boah. Wahnsinn. Das, was ich jetzt schon merke, man muss auf jeden Fall den Bagel, ich sag mal, den Bagelbelag mit wirklich Topping nehmen. Ansonsten wäre es ein bisschen zu trocken, aber mit den Toppings, mein Lieben, es ist so krass. Ihr seht, mehrfach Käse, mehrfach Krautsalat, riesiges Pastrami, eine geile Cheesy Cream, wie sie auf den Bagels gehört. Wir gehen rein. Die ersten 10 Minuten sind um und damit ist quasi die erste Topping-Seite geschafft, das Pastrami. Halleluja. Das Pastrami richtig geil geschmeckt mit dem Käse, mit der Cheese Cream, mit dem Sauerkraut, mit den Gurken. Aber ich darf nicht so viel quatschen, denn wir müssen ins nächste Topping rein. Wir gehen ins zweite rein und das ist der Breakfast Bagel. Wir schneiden uns diesmal ein kleineres Stück ab, denn ich kann es besser essen. So, Breakfast Bagel, der sieht diesmal so aus. Rührei, Bacon, Putenschinken, Cream, Schnittlauch, Cheddar und Streichkäse. Rein in das zweite Topping, rein in das zweite Bagelstück. Oh, scheiße. Das ist ja richtig warm. Oh, mit dem Rührei. Auch wie geil ist das denn? Boah, Real Talk. Ich schwöre es euch, das wäre mein Breakfast Bagel. Ja, mein Breakfast Bagel, mein Frühstück. Boah, mit dem Rührei schmeckt es zu krass. Boah, da wäre schon eher so, dass ich sage, Pastrami gerade Mittag, ne, so vielleicht so Nachmittagssnack, war schon ein bisschen mächtiger. Aber der Rührei-Frühstück, also wer Ei mag mit dem Bagel, geil. Cheesy Cream dabei, Bacon, ich denke mal, kann man noch wahlweise weglassen, muss man nicht. Aber Rührei mit der Cheesy Cream Schaum, das schmeckt geil. Mein Lieben, auf geht's ins zweite Topping, ins zweite Stück Bagel. Geil. Die nächsten 10 Minuten sind wieder vorbei. Unser Breakfast Bagel ist damit durch. Halleluja, der war geil. Das geile Rührei, das war warm mit dem Cream, Cheese, Cheddar. Bacon muss gar nicht unbedingt drauf. Ich sag mal, kann man vielleicht hier und da wahlweise weglassen. Wer es mag mit Rührei, sowieso geil. Aber ich sag euch ehrlich, das war bisher von den ersten beiden mein Favorite, weil es ein geiles, warmes Rührei hatte. Also, Nummer 1, Breakfast Bagel für mich, passend zum Frühstück, während Pastrami vielleicht eher zum Nachmittag ist. Wir gehen rein in Bagel Nummer 3. Bagel Nummer 3 ist nämlich unsere Tuna-Variante. Schneiden wir uns ein schönes Stück ab. Mit Avocado sehe ich, geil, I love it. Könnte auch wieder so ein Breakfast-Ding sein. Der Unterschied ist, dass wir jetzt hier keine quasi Cheesy Creme alleine haben, sondern das ist die Tuna-Creme schon an sich. Also, das ist der Unterschied. Dann mit Avocado. Gehen wir mal rein da. Schmeckt natürlich, klar, nach Thunfisch. Sage ich euch aber jetzt schon, nach dem ersten Bissen, es ist für mich jetzt im Gegensatz zu den ersten beiden halt eher so ein Standardding, wisst ihr? Wo ich sage, vielleicht so schnell auf die Hand, gerade irgendwie so to go, aber so richtig dieses Catchen wie gerade mit dem Pastrami, mit dem Sauerkraut, mit den Gurken, das ist natürlich was ganz anderes jetzt, ne? Ich glaube, ich mag auch lieber beim Bagel diese Cheesy Cream. Mit der Avocado hat es natürlich noch mal was. Ich glaube tatsächlich für alle Thunfisch-Liebhaber, Thunfisch-Creme-Liebhaber, wie beispielsweise auch bei Sushi oder so, für die wäre es das. Für mich muss ich sagen, war immer noch Rührei gerade am besten. Aber wir gehen rein in Bagel-Topping Nummer 3. Also meine Lieben, ich sehe gerade, 10 Minuten sind wieder Raum. Das heißt, wir müssen ins nächste Topping rein.
Haben damit unsere Thunfischaufgabe erfüllt und von Thunfisch gehen wir in Lachs jetzt. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, meine Lieben. Das könnte jetzt auch wieder was für mich sein. Ich liebe ja auch so schön Räucherlachs oder Lachs auf Brot, damit mit Käse. Das ist ja wieder auch so ein typisch deutsches Ding, ne? So schön Räucherlachs mit Käse etc. pp. Das jetzt auf dem Bagel, auch mit Avocado. Bin ich gespannt. So sieht das ganze Ding auch wieder aus, ne? Also, auch hier seht ihr das, Avocado ist mit dabei. Luxury Boy heißt er auf der Speisekarte. Kostet 11,90 €. Da sind wir dabei mit Senf, Dill und der Cheesy Cream wieder. Rein geht's ins Luxury. Also das erinnert jetzt das erste Mal, finde ich, so krass an so ein typisch, ich sag mal, so ein Sonntags-Brunch-Frühstück, wo man, ich sag mal, so als Aufstrich verschiedene Wurstaufstriche hat und dann ist der Lachs mit dazu, ne, wer kennt's nicht, und dann mit Käse vielleicht dazu, Avocado, der eine oder andere oder halt, ne, dementsprechend auch mit Dill. Schmeckt geil. Wäre jetzt auf jeden Fall vor Tuna. Würde vielleicht sogar von mir noch vor Pastrami kommen, aber hinter dem Breakfast-Ei. Weil das mit dem Ei fand ich natürlich richtig geil, weil es noch so warm war, ne? Aber auf jeden Fall eines stand jetzt meiner Favorites, muss ich sagen. Oh, also meine Lieben, ich sehe gerade, nächste Ding ist vorbei. Und damit auch unsere Lachs-Variante geschafft. Müssen wir ins nächste Topping reingehen. Dann gehen wir jetzt in den Italian Boy rein, meine Lieben. Da bin ich ja mal gespannt. Mozzarella, Tomate, Pesto Creme, Rucola, Salz, Pfeffer, Parmesan und eine Balsamico Creme. Wie gesagt, das könnte auch was für mich sein. Halt viele Komponenten auf einmal plus, ich sag mal, wer mag es nicht, eigentlich Tomaten-Mozzarella so auf einem geilen Frühstücksding. So sieht's aus, ne? Ich denke mal auch hier wieder diese schöne Cheesy Creme mit dabei. Gehen mal rein da. Probier mal. Erster Fail des Tages. Ich wurde leider gerade schon getriggert jetzt. Da hat sich eine Banane Peanut beim Präsentieren verschoben. Das heißt, ich hatte jetzt gerade Pesto mit Banane und Peanut. Erster Fail. Probieren jetzt mal die richtige. Ja, das war jetzt das Richtige. Mit Pesto, Balsamico. Boah, schaut mal hier. So sieht es aus, da einmal oben drüber. Diese Balsamico-Creme mit dem Pesto, das macht es natürlich aus, ne? Mit der Cheesy Creme, geil. Müssen wir mal ein bisschen pressen hier, damit es auch so richtig rauskommt. Richtig hier, einmal komplett raus. Und dann können wir da richtig reingehen. Boah, was man krass rausschmeckt, ist tatsächlich Balsamico, Parmesan und Pesto. Weniger Mozzarella, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber Balsamico Pesto mit diesem Basilikum, das schmeckt geil. Geiler. Ich habe gerade gehört, 15 Sekunden noch. Gehe mit ins letzte Stück hier von dem Tomaten-Mozzarella rein. Ich bleib dabei. Für mich ein Frühstücksding. Gehört in die Top 3 stand jetzt. Nach Breakfast, nach dem Lachs kommt Avocado, beziehungsweise jetzt Tomaten-Mozzarella Italian Boy. Könnt sogar noch mehr Pesto hier drauf haben, Tomaten, weniger von der Cheesy Creme. Aber ich habe auch gerade gehört, mit einer der Bestseller, verstehe ich, geil. Wir gehen jetzt nicht so rein. Reine Nummer 6, meine Lieben. Und damit kommen wir zur Trüffelvariante. Und passend zum Trüffel ist es der Witch Boy. Trüffel, Parmesan, Pilze und Rucola, also 4 Komponenten, die wir dabei haben. Schneiden auch hier mal wieder das dazu ab. Bin jetzt echt mal gespannt, wie das mit dem Trüffel schmeckt. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Da gehe ich jetzt komplett objektiv da rein und bin selber mal gespannt mit euch, wie das Ganze schmeckt, wie es aussieht. So sieht es aus. Ne? Wie gesagt, man sieht es hier richtig, richtig schön. Sehr, sehr, sehr viel Parmesan, Trüffel, Pilze mit dabei. Da bin ich mal gespannt jetzt geschmacklich. Boah, ach du Scheiße. Das, was ich euch immer sehr oft bei Burgern sage oder allgemein bei einer Trüffelcreme, würde ich hier komplett revidieren und genau in die andere Richtung gehen. Bei Burger sage ich ja oftmals so, dass mir da so eine Trüffelcreme oder so manchmal too much ist, wenn es den eigentlichen Burgergeschmack übertüncht dann, weil das sonst sehr zu viel Trüffelcreme ist. Hier würde ich es genau anders sagen. Hier
ist es so, dass ich wirklich sage, haut die Trüffelcreme maximal an Geschmack rein, weil das macht es halt jetzt mit dem Bagel aus. Ne? Weil ansonsten würde, glaube ich, zu wenig Punch damit sein. Und hier mit dem Trüffel muss der Punch halt durch den Trüffel kommen. Schmeckt geil, ne? Und dann mit den Pilzen in Kombination. Geil. Auch mit dem Parmesan. Hätte ich gar nicht gedacht, ne? Also, ich bin jetzt doch gar nicht so der krasse Parmesan-Fan. Aber mit dem Trüffel, mit den Pilzen, das hat was. Ich weiß nicht, ob es einer meiner Favorites werden würde. Ich glaube nicht, weil es dann vielleicht doch zu krass nur der Trüffelgeschmack ist. Aber das hat auf jeden Fall was. Kann man nicht sagen. Also die Variante, kann verstehen, dass es auf jeden Fall hier gibt. Rein geht's in den Rich Boy. Die letzten 10 Minuten sind angebrochen. Damit gehen wir in unsere erste süße Variante rein und damit schon unseren kleines Dessertabschluss. Cheat Boy. Nutella, Erdnussbutter, Banane und Cream. Wir gehen rein und da sind wir jetzt natürlich geschmacklich gespannt. Mal schauen, ob es schon unser kleines Dessert ist im Rahmen unserer Challenge. Probieren wir mal. Und so sieht's aus. Der Cheat Boy. So kann man es, glaube ich, auch nennen und bezeichnen. Die Peanut Butter, Bananen, Nutella. Da bin ich jetzt einmal gespannt. Ein Stückchen von dem Stückchen Bagel ist ja schon runtergefallen. Aber wisst ihr was, wir drehen, wir probieren es. Weltrekord, 25 Kilo, fast ist es geschafft. Rein geht's. Oh. Ach du Scheiße, ist so krass. Peanut Butter dominiert so krass. Ja, also das, was so krass dominiert, ist wirklich die Peanut Butter. Also wirklich so ein dieses, ich sag mal, kann man schon sagen, da kommen American Vibes wieder. Schmeckt aber brutal. Also, ich kann mir nur vorstellen, dass der ein oder andere gefühlt noch 2 Bissen schon voll ist, weil es so mächtig ist, ne? Im Hintergrund wird schon aufgezeigt, ja, also das Ding ist brutal, schmeckt aber geil mit der Banane. Ist halt genau meins. Ich liebe halt Nutella, ich liebe Bananen, ich liebe Peanut Butter. Also der Cheat Boy und ich werden definitiv Freunde. Ist natürlich jetzt schwer zu sagen oder zu sagen, das ist jetzt mein Favorite, weil es natürlich was ganz anderes ist. Aber in der süßen Variante, Halleluja meine Lieben, das geht immer. Also meine Lieben, ich habe gerade gehört, letzte Minute ist angebrochen. Das ist einfach nochmal, ich habe mal den Deckel oben abgenommen. Das ist das Peanut-Ding. Deswegen kommen wir auch auf 25 Kilo insgesamt. Da seht ihr mal, was einfach alles an Toppings mit dabei ist. Das ist nur die Peanut Butter Nutella Creme mit den Bananen. Das ist absolut geisteskrank. Aber genauso geisteskrank schmeckt es auch. Es war eine geile Challenge, auch wenn die letzten 20 Sekunden, 10 Sekunden das anscheinend nicht mehr machbar sind, aber gleich und geschmacklich. Halleluja. Augenscheinlich, beziehungsweise Optik, Geschmack. Oh, ich höre, die Zeit ist abgelaufen. Boah, Halleluja, meine Lieben. War das eine Challenge? War das ein Weltrekord? War das geil? Halleluja, vor allem jetzt mit dem Peanut, mit dem Abschluss. Wisst ihr was? Und ich muss mit euch einfach nochmal ganz kurz, bevor mir der jetzt hier weggenommen wird, muss ich nochmal mit euch in die Peanut Butter rein. Da gibt's nichts. Boah. Das Ding ist, ich sag mal jetzt mal abgesehen von den Salties, wo mein Favorite wirklich Breakfast, dann der Lachs natürlich mit war, ist das Ding, ich sag mal, jeder, der einfach mal Spaß und probieren möchte, die sind auch im Verhältnis dazu, ich sag mal, ein bisschen günstiger. Der Cheat Boy kostet zum Beispiel 6,90 € anstatt jetzt der Pastrami für 12 knapp. Ist es wirklich so ein Ding, wo ich sage, probiert es einfach auch mal süß. Vielleicht so, dass ihr zu zweit kommt, jeder einmal eine Hälfte salty, einmal eine Hälfte sweet. Aber das muss man einfach so als American Vibe, als Cheat Day, Peanut Butter, Nutella, Banane, wer das sowieso mag, muss man einfach mal probiert haben. Es schmeckt einfach zu geil. Deswegen muss ich noch mal reingehen mit euch. Da ist ja so schön 2 Bananen mit. Du kriegst gleich noch Nachtisch. Oh. Also, sehr, sehr geil. Ich überlege gerade, ob ich das Ding noch aufesse, ne? Weil es so geil schmeckt, du. Aber es kommt ja noch ein Nachtisch, ne? Oh. Ah, nee, ich dachte gerade schon, da wäre der Nachtisch, ey. Der steht. Aber ist ja fertig, Bagel. Na, Leute, ich dachte, da wäre schon der Nachtisch da, du. Ah.
Ich kann nicht genug kriegen. Ich bin gerade im Arm. Meine Lieben, ich bin im Arm. Ich muss reingehen. Von nach und nach. Jetzt muss ich aufhören. Jetzt habe ich gerade eine Banane mit Pesto gehabt. Jetzt muss ich aufhören. Das war nicht gut. Pesto mit Banane hatte ich jetzt gerade. Das ist ein Zeichen gewesen, jetzt ist Stopp. Wobei, ich muss ja wieder auf einen anderen Geschmack kommen, ne? Also, ich würde sagen, wir suchen den Kai aber mal wieder auf und schauen mal, was der zu unserem Endergebnis sagt. Ob das Ganze zählt oder der Rekordversuch von denen geschafft ist, aber von uns nicht. Hast du gut gemacht. Boah, Digga, ich sagte, jetzt mache ich die Faust, weil von dazu die ganze Zeit die anschauen. Jetzt habe ich sie an. Mega. Wie am Intro. Ich sagte Retalk. Unfassbar. Boah, aber es war geil. Freut mich. Ey, es war mega geil. Ich habe ja gerade schon mein Favorite gesagt, war der Breakfast. Ja. Ne? Also mit Auch einer dem meiner Ei. Dinge. Lachs, habe ich auch gehört, ist einer von euren Ja, Bestsellern. Stimmt. Pastrami, sag ich ehrlich, Ja. ist was ganz anderes. Ja. Aber ich habe halt wirklich so ein Bagel, wo ich sage, das muss für mich so ein bisschen so das Frühstücksding sein. Ah, verstehe. Und da habe ich dann wirklich eher diese typischen Sachen wie jetzt so ein Ei dazu mit Bacon, dann aber halt auch oder so Lachs mit Käse, Ja. ne, wie es halt da so passend zu war. Oder was ich auch gehört habe, ne, was auch typisch ist, ist halt dieses Mozzarella, Balsamico Genau. mit halt Tomate. Stimmt, Ne, auch ganz geil. Und ich sag dir ehrlich, der Cheat Boy, ich sag mal, nach so viel Herzhaften ist natürlich was, wo ich sage, da geht. Also da, ich Geil. glaube, da muss ich aufpassen. Also wenn wir irgendwann nochmal so ein Bagel machen und der besteht nur aus so Peanut Butter, da weiß ich nicht, wo das hinführt. So. Also meine Lieben, schreibt es gerne rein, was ihr von einem Cheat Day haltet. Oder wir machen mal nur einen süßen Bagel, denn es gibt ja hier mindestens 4 verschiedene Varianten. Könnten wir auch machen. Ein reiner Sweet Rainbow Bagel. Wäre auch geil. Schreibt es gerne rein, was euer Favorite war und was ihr von einem kompletten Sweet Rainbow Bagel haltet. Aber Genau. apropos Sweet. Ich wollte gerade sagen, als hättest du was gehört oder hast gewusst, was wir vorhaben. Und zwar einmal, so sind wir ja zusammengekommen, mein Lieber. Ja. Über den Rainbow Bagel aus New York. Ja. Und bekannt ist der ja mit seiner Birthday Cream. Ach, krass. Ja, dass der wirklich halt was ganz Besonderes hat. Diese Rainbow Sprinkles noch da drauf. Ja. Einer der bestgehendsten da in New York. Und den wollen wir natürlich dir auch nicht vorenthalten. Ist Nochmal auch als kleine- sweet? Auch sweet. Okay, Weil du gerade sweet sagst, ist das als kleiner Nachtisch on top. okay. Sollen wir uns den teilen? Gerne. Ist es in Ordnung? Super gerne. Ja? Ja. Ist es okay, wenn ich abreiße oder sollen wir den abschneiden? Ja, brüderlich reißen wir ab. Willst du machen, weil meine Hände sind ja doch ein bisschen Okay, schmutziger machen wir als so. deine. Ich habe damit weniger Probleme. Reiß einmal ab. Boah. Geil. Dann für dich. Also das ist jetzt einfach eine Sweet Sprinkle Creme. Sweet Sprinkle Cream, genau, da ist Vanillesirup mit drin, echte Vanille mit drin, da ist bisschen Ahornsirup mit drin und dann halt die Sprinkles. Du hast mich schon mit Vanille bekommen. Okay, Als sehr Vanille geil. nur gesagt hast, hast du mich schon mit Vanille bekommen. Mein Mein Lieber, Lieber. auf den Weltrekord. Ja. Wahnsinn. 25 Kilo Bagel, Unfassbar. ne, weil du hast ja gerade eher schon gesagt, Ja. 10 Kilo Rohmasse und wahrscheinlich eher 25 Kilo Topping. Ja. Und ich glaube, so kommt man es auch beim Cheat Day sehen, wie krass es belegt war. Also, süßer, runder Abschluss. Geh mal rein, lass dir schmecken. Ja, auch, mein Lieber. Wie süß einfach. Das ist so geil. Oh, das war krass süß. Oder? Das ist einfach diese Frische von der Cream Cheese. Hat es noch genau die richtige Balance, finde ich zumindest. Leute, kein Scheiß, ne? Das Ding ist wirklich, wie jetzt so in Amerika, als ich es probiert habe. Ich glaube, da waren diese Prinkles nur nicht mit dabei. Ich Leicht. glaube, die hatten die weggelassen oder nur leicht. Du hast wirklich eine süße Note, bekommst aber dann danach diesen cremigen Cheese. Genau. Also, das ist jetzt so für alle, wo ich sage, die jetzt rein süß auf jetzt, ich sag mal süß, so schokoladenmäßig sagen, wer müssten dann in dem Fall so sich überraschen lassen, weil du hast trotzdem halt so einen leichten Käsegeschmack mit dazu. Ja, richtig. Aber süßlich so, Ja, ne? genau. Ich glaube, das kann man schwer beschreiben. Kannst kann man du- auch, glaube ich, sagen, das Musst du ist nicht probieren. was für jeden. Musst du probieren. Wie du schon sagst, ja, muss man auch probieren, weil ich mir vorstellen kann, es ist nicht was für jeden, aber für viele was. Sehr viel, ja. Du hast mal die Normalguss auch probiert, ne? Das ist die mega XXL. Das ist ein bisschen handlicher. Das wäre jetzt so ein normaler halber Bagel. Normaler Halbbagel. Erstmal nochmal einen halben Bagel. On top. Man merkt, du hast Hunger bekommen beim Zuschauen. Wir waren so neidisch auf die Ja, deswegen schauen die Leute immer meine Videos. Die sagen immer, oh, ich krieg mal Hunger. Aber jetzt allen, oh, Wahnsinn. Ich kenne sie ja Gott sei Dank. Geil. Super. Und jetzt, mein Lieber, komm was. Nee. Du hast mich zwei Sachen inspiriert. Einmal Stichwort neue Challenge und Stichwort süß. Oh. Und wir haben was Geiles vor, auch aus Amerika der Trend, Iced Bagel. Ja, und natürlich nehmen die Bagel Boys nicht ein normales Eis, sondern auch ein Rainbow Eis.
Und da haben wir hier in Düsseldorf eine ganz tolle Manufaktur hier, Giuseppe's Nein. Eisladen, der für uns speziell das Eis gemacht hat hier. Auch für diese Challenge heute hier und für dich. Liebe Grüße gehen raus, danke. Als Einleitung für die Saison, weil wir werden das Eis demnächst als Eisbagel hier anbieten und wir werden es natürlich als normales Eis anbieten. Und da habe ich mir überlegt, sag mal, der Sommer steht vor der Tür. Also das heißt, es gibt so euch offiziell noch gar nicht. Noch gar so. nicht. Du Okay, bist der krass. Erste, der es heute probiert. Nein! Ich habe es noch nicht probiert. Ach krass. Und deswegen hast du halbiert, ne? Aber ich habe von allen gehört, die es probiert haben, es muss mega sein. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, du lebst ja Challenges. Ja. Ob wir nicht im Sommer, der Sommer steht vor der Tür, die Sonne hat sich heute schon angekündigt, dass nicht im Sommer ein Mega-Bagel, dann aber nicht mit Cream, sondern dann mit entweder nur Sweet, wie du eben gesagt Sweet hast, Eis, und, Sweet Eis. und Eis. Leute, schreibt's rein. Sweet Ice Summer Rainbow Bagel. Ja, genau. Allein die Überschrift gefällt mir Ja, schon, ne? oder? Allein die Überschrift gefällt mir schon. Und wir haben schon unser Dessert. Da gibt's anstatt so ein Eis, Sweet Bagel, haben wir dann automatisch schon Peanut etc. mit PP dazu und dann einen herzhaften Bagel als Nachtisch. Weil sowas muss ja mal kommen. Ah, ich bin gespannt. So, pass auf, du kriegst natürlich hier mit der Riesenkugel drauf. Warte mal. Wir teilen das wieder brüderlich. Boah, so, Entschuldigung, guck mal, du kriegst den. Och, aber da hast du ja gar kein Eis. Doch. Aber mir reicht das schon. Bist du sicher? Ja. Ich kann dir auch gerne noch ein Stückchen Nein, abgeben. wir haben jetzt hier ein bisschen gewartet wegen dem Film. Normal ist es noch ein bisschen fester drin, Ja. aber es geht ja jetzt um den Geschmack erstmal. Also meine Lieben, Hau rein. der erste Sweet Rainbow Bagel mit Eis. Oh. Oh. Ja. Ich hatte Mango jetzt mit dabei. Genau. Du hast die Süße und die Frische der Früchte. Erdbeere, Mango. Ja. Da ist Vanille mit dabei, genau. Und da ein bisschen Tropik hier, also ein bisschen reingemacht, so. Ein bisschen den Tropik-Fruchtgeschmack. Kann was, ne? Boah, Weil ich du hast so viele Geschmäcker auf einmal da soll ich dir drin. sagen, was jetzt ist? Was ist es? Gib mir noch was mal von der Peanut Butter Creme oder so. Ah, geil! Mach da mit Sag dazu. mal. Gib mir, Geile noch, Idee! gib mir noch was von der Peanut Butter Creme, Nutella mit dazu. Ich glaube, das ist noch mal ein anderes Level, als jetzt was mit dem Eis schon ist, aber das noch mit dazu. Kommt jetzt. Big M Edition. Ja, genau. Da ist die Big M Sweet Edition. Also eigentlich schon diesen Bagel, wie wir ihn jetzt gerade schon so gefühlt präsentiert haben, Ja. oder wo ich sage XXL, mit ein bisschen Peanut. Oh, Wo darf ich sie drauf schmieren? einfach oben drüber da. Oben drüber. Oh, das Eis hält sie fest. Ja, ich halte Wunderbar. es fest. Also, das ist das, wo ich mir das jetzt Ganze vorstelle. Da gehen wir jetzt mal rein. Gerne. Oh, Ich muss weiter essen. Kann was, ne? oh. Oh. Probier ich jetzt auch mal. Gib mir auch mal. Oh. Mega. Das ist böse. Das gehört verboten. Ja. Oh, Okay, probier auch mal. probier. Hätte ich nicht gedacht, das ist geil. Das ist wirklich geil. Sollen wir zusammen ein paar Sorten machen, Also oder? ich bin da immer, aber das ist ja so mein Ding. Ich bin ja immer offen für alles, was geht, probieren. Boah. Und danach muss man halt, ich sag mal, schauen, ob was geht. Ich habe tatsächlich eine neue Mochi-Variante letztens im Wirklich? Restaurant gefunden, weil die haben immer Mochis präsentiert und haben dann eigentlich nur für die Deko Kakaopulver unten gemacht. Und wenn du aber dann die Mochis mit dem Kakaopulver mischt und dann so dippst, hast du nochmal einen Kakao Ja? und das ist noch ein anderer Geschmack. Kommt auf die Speisekarte. Das ist Big M Mochi, oder was? Genau. Ach, wir müssen auch ein Big M Bagel machen demnächst. Oder Big M Eis machen wir zusammen. Big M Bagel, Eis, Ja. Bagel. Also das Ding hier mit dem Donut ist schon meins. Ha, geil. Also ihr seht, das Eis da läuft. Besser denn. Krass. Richtig, richtig geil. Du bist schon sassig, ne? Ja. Das ist ja Ich gönn mir das Ding jetzt hier noch. Hammer. Ich danke euch für den Zuschauen, für den geilen Weltrekord. Der Lifetime-Pass ist damit noch nicht gesichert. Nein, noch nicht? Das heißt, wir müssen den, was meinst du beim zweiten? Ist es da wieder dann, wenn ich den zweiten schaffe? Ja, auf jeden Fall. Ja? Die Challenge Also geht steht. neu? Die geht neu. Also ihr habt es gehört. Eine Revanche steht. Ja. Regenbogen, Sweet, Eisbagel. Meine Lieben, bis dahin wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Ich danke dir. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.